Ein Urlaub wäre mal wieder schön. Gerade jetzt, wo das Wetter besser wird, gäbe es doch nichts Schöneres, als sich in einen Camper zu setzen und einfach dahin zu fahren, wo man will. Naja, und ich gönne mir ja immer Klemmbaustein-Sets, die dann das erfüllen, was ich gerade zurzeit nicht habe. Nur den Camper, den ich habe, der wird halt schon für ein anderes Geschäft gebraucht. Aber Gott sei Dank gibt es da eine Lösung. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockster und genau, wir bauen uns heute einen Camper aus dem Hause Lego, nämlich das aktuelle Cityset 60283, den Camper. Ich freue mich richtig, einen echten Camper mal zu bauen. Der ist auch sehr cool, aber die Ausstattung hier in diesem Camper ist halt nicht für Urlaub. Hier haben wir eine kleine Familie, die schön auf den Gaskocher Spiegelei brät und mit ihrem Kleinen ein Picknick veranstalten kann. Und ich hätte echt mal so Bock, mich in so einen Camper zu setzen und dann an das Schwäbische Meer zu fahren und da ein bisschen zu chillen, gerade jetzt, wo das Wetter besser wird. Und daher freue ich mich umso mehr, dieses kleine Set jetzt zu bauen und während ich es baue, mich in den Urlaub träumen zu dürfen. Ja, Freunde, da haben wir unser 190-teiliges Wohnmobil-Set, das Set mit der Nummer 60283 aus der City-Reihe vom dänischen Hersteller Lego, kennt ihr bestimmt. Ab 5 Jahren die Altersempfehlung und wir haben hier den typischen Lego-Karton oben mit den blauen City Bricks und einer schönen heilen Weltlandschaft. Ich finde es cool, das lädt richtig nach Urlaub ein, macht richtig Spaß. Hier Mami, Papi und der Kleine frühstücken und machen Fotos beim Frühstück bei Sonnenschein in den Bergen. Ach Freunde, ich werde richtig eifersüchtig auf diese Klotzköpfe. So, Vorderseite haben wir uns angeschaut, schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir ein bisschen die Play-Features. Wir haben hier den Alkoven, wo Mami und das Baby schlafen können. Wir haben hier unten das Wohnzimmer, die Rückseite und hier nochmal, wie wir erst drapieren können auf unserem Bautisch, auf unserer City, wie auch immer. Das übliche hier, zack, zack, dass man schön den Karton hier einreißen kann. Wir schauen uns das hier an der Seite an, sehen wieder die Familie und sehen hier 1:1 das Baby in der Größe. Hier unten wieder das babylonische Sprachgewürr und die Chargennummer, die ihr immer mit angeben müsst, falls euch mal ein Teil oder eine Tüte fehlt. Ich kann euch sagen, wovon ich rede. Und ja, die Seite ist wie immer sehr spannend, blau und hier auch Plus, Anleitung Plus und so weiter. Das übliche, was wir vom Premium-Hersteller aus Dänemark kennen. So Freunde, und ich werde jetzt den Karton aufschneiden, nicht aufreißen. Ich mag das nicht, die Kartons hier kaputt zu machen. Aber man kann da ja immer so ein bisschen dran rumschneiden, dann geht das auch. So, oh Mist, jetzt habe ich es doch kaputt gemacht. Ach Freunde, so, da ist viel Kleber. Und jetzt müsste man es auch so aufkriegen. Genau. Zack, zack, dann seht ihr hier die Klebespuren. Aber das kennt ihr bestimmt. Ihr dürft als erstes reinschauen. Da seht ihr die Teile und flutsch. Eine Bautüte, eine zweite Bautüte, eine Plate, noch eine Plate, Aufkleber und natürlich eine Lego-Anleitung, wie immer klammergebunden, so groß wie meine Hand. Und Lego-Anleitungen sind ja wirklich narrensicher, bombenfest. Da wird immer alles erklärt, wie man es baut, welche Tüte man nimmt, welche Steine man nimmt, wie wir was zusammenstecken mit Pfeilen. Ziemlich detailliert die einzelnen Bauschritte. Ich denke mal, da brauche ich euch nichts zeigen. Ihr seht es hier. Einmal die Plate hinlegen, dann die 2 Steine und so weiter und so fort. Wir haben hier hinten immer die Teileübersicht. Wir haben 81 Bauschritte, Seiten mit 82 Bauschritten. Hier das Beziehen der Felgen. Freunde, ich habe richtig Lust und ich habe gerade festgestellt, dass es ziemlich skurril ist, dass ich diesen Camper von Modbricks habe und dass mein Crystal Ship ja auch von Modbricks ist. Also mein Wohnmobillieferant ist hier dann wohl wirklich Modbricks. Aber ihr kriegt dieses Set ja mittlerweile wirklich überall to go. Also ob es der Rewe ist, der Rossmann, ob es beim DM ist oder beim Müller. Das ist ja diese typische Setgröße, die man mal schnell so mitnehmen kann in der Drogerie. Egal, ich habe jetzt richtig Spaß, den zu bauen. Und wie gesagt, ich träume mich während des Bauens schön an einen schönen Campingplatz, an einen schönen blauen See, am besten in den Bergen.
Speedbildzeit ist Faktenzeit und auch bei so einem kleinen Set lasse ich es mir nicht nehmen, für euch ein paar Fakten rauszusuchen. Dieses Mal vielen lieben Dank an den ADAC, denn ich möchte euch ein paar Fakten rund um das Thema Camping erzählen. 34% der deutschen Camper machen Urlaub am liebsten im Land im eigenen. Einigen gefällt es sogar so gut, dass sie gleich das ganze Jahr auf ihrem Lieblingsplatz verbringen. Hier kann aber der Fiskus zuschlagen. In einigen Kommunen wird für den Wohnwagen eine Zweitwohnungssteuer fällig. Der höchstgelegene Campingplatz Europas ist Camping Point Breuili zu Füßen des 4000ers Gran Paradiso im italienischen Aostatal. Er liegt knapp 2000 Meter über dem Meeresspiegel. In Schweden dürfen Camper ihre Zelte überall in der freien Natur aufstellen, solange sie außer Sichtweise eines Hauses bleiben. Sanitär- und Sicherheitsstandards gibt es dann natürlich nicht. Camping Marina di Venezia in Cavaglioni, Treporti, Italien, verfügt über die meisten Standplätze, 2108 nämlich, und zusätzlich 911 Mietunterkünfte. Die meisten Campingplätze in Deutschland befinden sich in Bayern, gefolgt von Niedersachsen und Baden-Württemberg. Wer auf Superlative im Campingurlaub steht, muss zum Campingplatz Marina di Venezia an der Adria fahren, der den größten eigenen Strand mit rund 240.000 Quadratmetern hat. Oder eben nach Ungarn auf dem Platz Thermalcamping in, jetzt wird schwierig, Freunde, Hajdúcibózló mit dem größten Pool- und Thermalbereich von insgesamt 64.000 Quadratmetern Wasserfläche. Also, wir haben uns das gemerkt, es gab 2 Fakten über Marina di Venezia, da müssen wir alle mal hin. Übrigens keine Werbung, ich lese die Fakten nur hier ab und bin selber erstaunt, dass zweimal dieser Campingplatz hier auftritt. Die meisten Sanitärgebäude, stolze 19, hat der FKK Camping Valalta in Kroatien. Statistisch halten sich Camper durchschnittlich 3,4 Tage auf Plätzen in Deutschland auf. Das ist doch ein schöner Fakt und ich hoffe, dass es nach der Krise auch so bleibt. Freunde, jetzt keine Krise, nur Fakten zu Ende. Viel Spaß mit dem Fazit. Hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher. Hey, oh, was geht, Freunde? Da ist er, unser Camper-Wohnmobil. 190 Teile, 20 Minuten habe ich gebraucht. Die 60283 aus der City-Serie. Hier haben wir wieder ein bisschen Steine über, deswegen bezweifle ich, dass es genau 190 Steinchen sind. Ihr seht es hier, ein paar bedruckte Round-Dinger hier mit Kirsche, Erdbeere, Spiegelei und Dose und ja, diese Käseecken, das übliche Zeug, was immer überbleibt, finde ich richtig cool. Richtig cool finde ich ja diesen kleinen Kabitkocher mit diesem Spiegelei, mit der Bratpfanne und dieses riesen Croissant im Vergleich dazu, finde ich richtig krass, dass es so groß ist. Aber kommen wir zu den mindestens B-Darstellern, nicht Hauptdarstellern, die Familie mit ihrem kleinen Baby, der Vater mit seiner Weste, mit dem Fotoapparat und die Mutter, die noch ein schlafendes Wendegesicht hat und natürlich grandios diese Babyfigur. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich mir das Set mitgekauft habe, diese kleine Babyfigur zu haben. Die fehlte mir noch in meinem Ensemble. Aber jetzt wirklich zum Hauptdarsteller, den Van, das Wohnmobilchen, das von Hümer oder wen auch immer sein könnte. Richtig cool hier mit dem Alkoven. Hat nur einen Nachteil, finde ich, man kann es ganz gut sehen. Die Farbe, dieses Weiß ist ein Elfenbein und diese Aufkleber sind ein Eiweiß, möchte ich mal behaupten. Wir haben also vom Aufkleber zu den Steinen die berühmt-berüchtigte Farbabweichung, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen möchte. Sonst aber die übliche schöne Bautechnik, die wir alle kennen von den Lego-Fahrzeugen. Richtig cool. Wir haben hier einen Alkoven, den wir abnehmen können, wo wir dann auch unsere Familie betten können. Und natürlich größtes Play-Feature ist, dass wir hier die Seitenwand aufmachen können über Hinges und wir können in das Wohnmobil reinschauen und haben da unseren Esstisch und die kleine Küche, die wir auch rausnehmen können und wie auf den Bild hier draußen hinstellen können. Mir hat, wie gesagt, dieses Fahrzeug zu bauen sehr Spaß gemacht. Ich meine, es ist Lego, es hätte auch fast ein 4-Plus-Set sein können. Wirklich sehr, sehr einfach zu bauen, da kann man nichts falsch machen. Wie gesagt, nur ein bisschen schade wie immer, dass die Aufkleber so von den Farben der Steine abweichen. Trotzdem ist es cool, ich habe jetzt hier meine Lego Camper, mit denen ich in den Urlaub fahren kann.
Wie der schönste Urlaub geht auch dieses Video leider zu Ende und ich habe ja gesagt, das hier ist ein fast 4 Plus Set, ist ja auch kein Wunder, denn die Altersempfehlung ist ja auch 5 Plus. So viel zum Thema. Ein Set, bei dem man nichts falsch machen kann, ein typisches, schönes, kleines City-Set und der Vergleich natürlich mit dem Crystal Ship von Modbricks hinkt natürlich gewaltig. Wie gesagt, 5 Plus, das hier nicht. Das hier ist eine Drogenküche, das hier ist ein schöner Familienwohnwagen, mit dem man einen kleinen Ausflug macht. Freunde, hat mir mal Spaß gemacht, einfach mal so ein kleines Standard-to-go-Lego-Set hier euch vorzustellen. Wie findet ihr diese Sets? Ist es auch für euch so ein typischer, den nehme ich mit, wenn ich bei Müller bin oder andere Artikel ist? Also ich stolper immer wieder, dass ich hier nicht schaue, wo kriege ich den günstigsten Preis, sondern wenn ich irgendwo bin, ich habe die Lust und Laune, mir gefällt das Set, dann kaufe ich mir das. Wie gesagt, schreibt mir bitte mal die Erfahrungen, wie ihr das handhabt, unten in die Videobeschreibung, beziehungsweise in die Kommentare unter der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich mir einfach, dass wir bald alle mal schön Urlaub machen können. Vielleicht sogar zusammen im besten Falle. Ich würde mich richtig freuen. Also, bis dahin, bleibt gesund, habt Spaß am Klemmen, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.